In dieser Serie teste ich pro Video einige verschiedene Filamente mit dem Ziel, die besten Filamente zu identifizieren. Die Filamente werden dabei auf äußere Eigenschaften, Auswahl, Preis und Materialeigenschaften verglichen, um euch eine Unterstützung bei der Wahl zu geben. Wenn ihr ein Filament habt, das ihr gerne mal im Test sehen würdet, dann lasst ein Like da und schreibt es mir in die Kommentare. Einige weitere interessante und auch kuriose Filamente sind auch schon auf dem Weg zu mir, also lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nicht das ultimative Filament verpasst. Meine Tests habe ich in 3 Kategorien unterteilt. Im ersten Schritt wollen wir jedes Filament gemeinsam auspacken und genauer auf die Verpackung und den Inhalt achten. Besonders wichtig sind mir hier die angegebenen Parameter, eine gute Wicklung, der Durchmesser des Filaments sowie weitere Besonderheiten. Im zweiten Schritt schauen wir uns die Produktseite an. Hier geht es um die Anzahl der verfügbaren Farben, die vorhandenen Spulengrößen und den Preis pro Kilogramm. Zuletzt ist natürlich das Material sehr wichtig. Bevor wir überhaupt zum Druck kommen, teste ich die Sprödität in Rohform, denn keiner will, dass das Filament beim Drucken abbricht. Anschließend stellen wir die maximale volumetrische Druckgeschwindigkeit bei einer Temperatur von 210 Grad fest. Hier handelt es sich um etwas aussagekräftigere Werte als nur die Millimeter pro Sekunde, die oft zum Marketing angegeben werden. Mit einem Temperaturturm finden wir dann heraus, welche Temperatur sich für den Druck am besten eignet und wie wichtig diese für das Druckbild und die Ebenenhaftung ist. Bei einem abschließenden Benchy bei ebenfalls 210 Grad Celsius und maximal 15 Kubikmillimeter pro Sekunde prüfen wir dann noch die Qualität von Oberflächen sowie das Auftreten von Stringing. Insgesamt erhält am Ende jedes Filament eine Gesamtwertung zwischen 0 und 10 Punkten. Möge das Beste gewinnen. Zuerst schauen wir uns das PLA von Print with Smile genauer an. Hier wurden mir einige 500 Gramm Spulen sowie ein paar weitere Farbsamples zugeschickt. Beim Auspacken finden wir direkt einen wiederverschließbaren Beutel vor, welcher das PLA sowie etwas Trockenmittel enthält. Auf der Spule wird eine Drucktemperatur im Bereich von 190 bis 220 Grad Celsius angegeben. Ob das stimmt, finden wir später noch heraus. Ansonsten hat die Spule eine gute Wicklung und ich hatte damit noch keine Probleme. Der Durchmesser des Materials ist konstant und für ein entsprechendes PLA im Rahmen. Was mir weiter besonders gut gefallen hat, ist, dass auf den Verpackungen das Spulengewicht aufgedruckt ist. So kann man jederzeit einfach wiegen und sich die Menge des übrigen Materials berechnen. Zur Analyse von Auswahl und Preis werfen wir einen Blick auf die Website des Herstellers. Hier werden überwältigende 27 Farben angeboten, was bei weitem das breiteste Spektrum ist, das ich je gesehen habe. Bei der Spulengröße hat man die Wahl zwischen einer 500 Gramm und einer etwas preiswerteren 1 Kilogramm Variante. Mir gefällt hier gut, dass man auch die Option hat, ein halbes Kilo zu kaufen. Bei einer so großen Farbauswahl kann es gut sein, dass man oft gar nicht mehr von einer Farbe braucht. Für 1 Kilo kommen wir hier auf einen Preis von 21,54 €. Das ist verhältnismäßig etwas über dem Durchschnitt. Dafür haben wir aber eine riesige Auswahl und wir werden gleich sehen, ob sich das auch in den Materialeigenschaften widerspiegelt. Zunächst ein kleiner Bruchtest, bei dem ich das PLA in Rohform einfach knicke. Das Material bricht hier ganz leicht an, hält aber dem Ganzen sehr gut stand. Als nächstes testen wir die maximale volumetrische Geschwindigkeit. Beim Finden der ersten Unschönheiten berechne ich die genutzte Geschwindigkeit und ich komme auf ein Maximum von 19 Kubikmillimeter pro Sekunde bei 210 Grad Celsius. Erfahrungsgemäß ist das ein relativ solider Wert. Beim Temperaturturm hat auch alles relativ gut geklappt. Lediglich bei Temperaturen unter 200 Grad Celsius gab es ein paar Probleme, welche wahrscheinlich mit der Ebenenhaftung zusammenhängen. Diese testen wir weiter, indem wir die Pins abzubrechen versuchen und wir stellen fest, dass die Ebenenhaftung unter 215 Grad Celsius nicht ganz so gut ist. Im Vergleich zu anderen PLAs ist hier noch Luft nach oben. Ein finales Benchy, das ich natürlich in verschiedenen Farben gedruckt habe, gibt noch etwas mehr Aufschluss. Die Oberfläche ist hier bis auf leichte Linienbildungen ganz gut. Stringing ist vorhanden, mit der richtigen Temperatur lässt sich da aber sicher noch etwas machen. Insgesamt gebe ich dem PLA eine Bewertung von 8 von 10 Punkten. Kaufsargumente sind hier definitiv die riesige Farbauswahl und eine solide Qualität. Neben normalen PLAs sind hier auch zum Beispiel noch Silk PLAs verfügbar, welche wortwörtlich wie beim gelben Benchy mit ihrer Oberfläche glänzen. Als nächstes folgt das Highspeed PLA von Sunlu. Ich habe hier eine Rolle Highspeed PLA und noch etwas weiteres PLA, welches später folgt, zugesandt bekommen. Beim Auspacken finden wir auch hier einen wiederverschließbaren Beutel vor, welcher das PLA, etwas Trockenmittel und einen Clip für die Lagerung enthält. Auf der Spule werden passende Drucktemperaturen für verschiedene Druckgeschwindigkeiten angegeben. Das ist etwas untypisch, macht aber für Highspeed PLAs auf jeden Fall Sinn. Ansonsten hat die Spule eine recht gute Wicklung. Der Durchmesser des Materials ist konstant und für ein entsprechendes PLA im Rahmen.
Besonders gut gefallen haben mir der doppelte Verschluss am wiederverschließbaren Beutel sowie der mitgelieferte Clip für das Ende der Spule. Zur Analyse von Auswahl und Preis werfen wir auch hier einen Blick auf die Website des Herstellers. Hier werden 5 Farben mit je einem Kilo angeboten. Der Preis pro Kilo beträgt 22,55 €, was etwas über dem Durchschnitt, aber dennoch ganz gut ist. Für die Materialeigenschaften zunächst wieder ein kleiner Bruchtest. Das Material bricht nicht an und zeigt lediglich eine leichte Verfärbung am Knick. Für die volumetrische Geschwindigkeit bin ich bei 210 Grad Celsius zunächst auf 21 Kubikmillimeter pro Sekunde gekommen. Da aber auf der Spule für höhere Geschwindigkeiten höhere Temperaturen empfohlen werden, habe ich das Ganze nochmal bei 240 Grad Celsius wiederholt, um auf 24 Kubikmillimeter pro Sekunde zu kommen. Das ist ein sehr guter Wert. Beim Temperaturturm gibt es keine Probleme. Beim Testen der Ebenenhaftung fällt auf, dass diese bis einschließlich 210 Grad Celsius sehr gut ist. Ein finales Benchy gibt noch etwas mehr Aufschluss. Die Oberflächen sind hier sehr gut. Das Stringing hält sich sehr in Grenzen und mit Temperaturanpassungen kriegt man das sicherlich noch ganz weg. Insgesamt gebe ich dem PLA eine Bewertung von 8,8 von 10 Punkten. Kaufsargumente sind hier definitiv die sehr gute Ebenenhaftung, sehr schöne Oberflächen und die Eignung für schnelle Drucke. Vielleicht habt ihr gerade schon den mehrfarbigen Druck entdeckt. Diesen habe ich mit Sanlo Rainbow PLA gedruckt, welches ich in Zukunft wahrscheinlich auch noch vorstellen werde. Zuletzt wollen wir noch einen Blick auf das Formfutura Refill PLA werfen. Zugesandt wurde mir hier eine 750 Gramm Rolle Refill PLA sowie eine 3D gedruckte wiederverwendbare Spule, die man alternativ natürlich auch selbst drucken kann. Im wiederverschließbaren Beutel finden wir das Refill PLA, einen Aufkleber sowie etwas Trockenmittel. Zum Aufbau stecken wir einfach von beiden Seiten die Spule in das PLA und entfernen dann die Klettbänder, um damit die Spule zu fixieren. Man muss dabei aufpassen, dass man das PLA auf der Spule nicht verheddert, da das Ende dadurch lose wird. Auf dem selbst aufgeklebten Aufkleber der Spule werden eine Temperatur von 200 bis 220 Grad Celsius und noch mehr angegeben. Ansonsten hat die Spule eine gute Wicklung, auch wenn es etwas chaotisch aussieht. Der Durchmesser des Materials ist konstant und für ein entsprechendes PLA im Rahmen. Die Besonderheit des PLAs ist offensichtlich die Tatsache, dass man die Spulen wiederverwenden kann, um Müll zu reduzieren. Zur Analyse von Auswahl und Preis werfen wir wieder einen Blick auf die Website des Herstellers. Hier werden ganze 15 Farben angeboten, was ein recht breites Spektrum ist. Bei der Spulengröße hat man die Wahl zwischen einer 750 Gramm und einer 2 Kilogramm Variante. Die klassische 1 Kilogramm Spule gibt es leider nicht. Für 1 Kilo kommen wir hier auf einen Preis von glatten 20 €, was voll im Durchschnitt ist. Für die Materialeigenschaften zunächst wieder ein kleiner Bruchtest. Das Material bricht hier ganz leicht an, hält dem Ganzen aber sehr gut stand. Als nächstes testen wir die maximale volumetrische Geschwindigkeit. Hier komme ich auf ein Maximum von 19 Kubikmillimeter pro Sekunde bei 210 Grad Celsius. Erfahrungsgemäß ist das ein relativ solider Wert. Der Temperaturturm druckt auch ohne Probleme, obwohl wir den auf der Spule angegebenen Bereich überschritten haben. Beim Test der Ebenenhaftung stellen wir fest, dass diese nur bei 190 Grad Celsius nicht ganz so gut ist. Das ist ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Ein finales Benchy gibt wieder etwas mehr Aufschluss. Die Oberfläche ist hier recht gut. Etwas Stringing ist vorhanden, mit der richtigen Temperatur lässt sich da aber sicher noch etwas machen. Insgesamt gebe ich dem PLA eine Bewertung von 8,3 von 10 Punkten. Kaufsargumente sind hier definitiv die große Farbauswahl, ein angemessener Preis, eine solide Qualität sowie die Nachhaltigkeit. Getestet wurden heute 3 PLAs, bei welchen jedes seine Stärken und Schwächen hat. Je nachdem, ob man schnell drucken will, ein großes Farbspektrum braucht oder einem auch die Nachhaltigkeit wichtig ist, hat jetzt sicherlich jeder seinen Favoriten. Natürlich war das auch noch nicht alles. Wenn ihr ein Filament habt, das ihr hier gerne mal im Test sehen würdet, dann lasst ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, um die nächsten Tests nicht zu verpassen, und dann sieht man sich hoffentlich bald wieder.